Hallo YouTube. Ich habe mir gestern Abend im Stream, wir haben den 25.09., habe ich mir Starship Valiant Crosses to Bear angeguckt. Und ich meckere ja oft über Star Trek, dass da zu wenig Menschlichkeit drin ist, dass da zu wenig Moral drin ist und so. Und das Ding hat mich gestern ein bisschen kalt erwischt. Weil der geht nur 22 Minuten. Davon ist eine große Zahl Abspann. Und zwar gute 2 Minuten 30. Und am Anfang wird auch ein bisschen was erzählt und so, mit einem Raumschiff, was man sieht und so. Das sind auch so ungefähr eine Minute. Aber das Ding hat mich eiskalt erwischt. Das Ding hat mich so kalt erwischt, dass ich sagen muss, dass das hier mit das beste Stück Star Trek Fanfilm ist, was ich jemals gesehen habe. Und ja, das spielt in der klassischen TOS-Ära. Aber das hier hittet anders. Das hier hittet wirklich anders. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt an und ich sage dazu ein paar Dinge. Und wie gehabt, ne? Also, kennen wir ja schon. Los geht's. Die Lautstärke richtig eingestellt und gucken hier. Medical log. Stardate 1017.4. Chief Medical Officer Roger Floyd recording. We rescued 135 people from the Federation colony of Theta 7. The colonists had been infected with an unknown disease which is causing abnormal accelerated cell growth throughout the body. Of the 135 evacuated, only 2 children remain alive, and their vital signs are slipping. As I search for a cure, I find myself emotionally attached to these girls, perhaps clouding my judgment. They are the last of their group, and my failure is not an option, not this time. Und ja, die mögen hier wahrscheinlich Originalkulissen benutzt haben, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Von den Kulissen her, den hier werde ich nicht von den Kulissen her bewerten. Den würde ich nicht mal bewerten, wenn das Greenscreen wäre. Danach würde ich den dann echt nicht bewerten, weil hier ist die Story der Hammer. Nur damit ihr das versteht. Nur damit ihr das sehr gut versteht. Sarah, are you asleep? Sarah. What? I'm tired. Geschwister, ich kenn's. I could do this almost all night. Okay, what is it? I told Mom that I would look after you before she died. Yeah, I know you did. I just wanted to know, have I done a good job? Of course you have. Mom will be proud. I love you, Sissy. I love you too. What are you children doing up? Come on now. Back to bed. All right. Ja, aber ihr merkt ja schon die bedrückende Stimmung, die durch die Musik erzeugt wird. Hier wollte man mit der Musik wahrscheinlich ausdrücken, dass es hier wirklich um Leben und Tod geht. Entschuldigung. Und das haben sie sehr gut geschafft. Nurse Lee, Yes, honey. my sister, she's not going to live much longer, is she?
Just get some rest, honey. Was will man dem Kind auf diese Frage sagen? Sagen, seit Star Trek Enterprise mag ich solche Anfangsmusiken, die nicht so auf die Fresse sind. Sondern mehr so was Ruhiges sind. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die haben sich hier mit dem Vorspann, haben die sich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Das Ding sieht wahnsinnig gut aus. Und das mal was fernab von dem, was hier drin zu sehen ist, sondern das sah jetzt wirklich gut aus. Es hatte so Anleihen von Voyager, so ein bisschen Deep Space Nine dabei und die Musik so Enterprise-mäßig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so an die alten Star Trek-Serien bis einschließlich Enterprise zurückdenke, die beste Musik für den Anfang hatten am Anfang Deep Space Nine und Enterprise. Voyager, ja, ist okay, gefällt mir auch noch, aber Enterprise, TNG und TOS, das war so für mich, nee. Das ist klar, das erkennt man wieder, aber von den Besten her, Enterprise und Deep Space Nine, also dann danach Voyager und dann erst die anderen. Da ist die Reihenfolge auch egal bei den anderen beiden. Also das gefällt mir am besten, dieses, wo du nicht so auf die Fresse kriegst, wo die Musik so ein bisschen ruhiger ist. Und bei Enterprise hat man es ja auch ziemlich ruhig. Aber das hier ist auch schon so Enterprise-mäßig, Enterprise Voyager-mäßig oder Enterprise Deep Space Nine-mäßig, könnte man auch sagen. Weil Deep Space Nine hat ja auch diesen langsamen Anfang und so. Das war schon schön. So, aber jetzt weiter hier. Dr. Floyd to sick bay immediately. Doctor, her vitals are low. Respiration is down and she's not responding to treatment. Nurse, get me 2 cycles of Centophene. Centophene? Is that all you're gonna do? I mean, she's close to... Do as you're told and get me the hypo. Yes, doctor. Nurse, you're dismissed. Yes, doctor. Also er meint jetzt nicht mit entlassen, dass er arbeitslos ist, sondern dass sie gehen soll. Weil die ist ein bisschen durch, kann ich auch verstehen. Captain on the bridge.
Clark here. Just thought you would like to know. Doc? The younger Franklin child has expired. Abgelaufen nicht, sie ist gestorben, aber ja. Floyd, I'm sorry. Floyd? Captain, signal from Starbase 4. Confirm resupply and personnel departure. Captain? Confirmed, Lieutenant. Confirmed. Da konnte man sehen, die Menschlichkeit fängt da schon an. Die Menschlichkeit fing schon an, wie er die Krankenschwester zusammenschiss, weil die so schon panisch war, weil das Kind am Sterben war. Und das war jetzt gerade der menschliche Moment auf der Brücke. Dem Captain ist klar geworden, dass da gerade ein kleiner Mensch gestorben ist. Das wird gleich auch noch erklärt, keine Sorge. I'm sorry, sweetie. Alkohol auf der Krankenstation stehen hast, dann weißt du Bescheid. Dann hat ihr eine verdammt beschissene Woche. Insofern es Alkohol ist. Doctor? Yes, sweetie, I'm here. My little sister. She's dead, isn't she? Yes, I'm sorry she is. Our mother trusted me to look after her. I guess I failed, didn't I? No, you didn't fail her. I failed her. And you... Please don't leave me. And no more medicine. Doesn't help anyway. Die Frage, ob sie versagt hat, weil sie auf ihre kleine Schwester aufpassen muss, die ist so tief geht, die selbst bei mir, der seine Gefühle sehr gut unter Kontrolle hat, dass mich das super zum Nachdenken anrührt, weil ich habe nicht in dieser Situation, aber wenn man sich über seine kleine Schwester kümmern muss, hat man auch hin und wieder mal den Gedanken, habe ich das jetzt richtig gemacht oder nicht? Und diesen Gedanken hat sie nach dem Tod ihrer Schwester. Das muss man sich einzig und allein mal vor Augen halten. Das ist... Too long I've suffered with this illness. I was born into it, and I will die of it. It's not your fault, Doctor. Please don't despair. I'm gonna tell you something that I never told anyone but my little sister. What's that, honey? Once I dreamed of being a starship captain, just like my hero, Admiral Parker, once was. I would be admired and remembered. But more importantly, I wanted to have a voice. I am not just another human with an incurable disease that everyone will pity when I die. I've seen how they look at me, how I make them feel. This illness will not define who I am. Hold on to your dreams, honey. Sometimes dreams are all we humans have to aspire to. Das stimmt. I'm sorry, Doctor. The biopsy tests all came back. Please don't let them forget me or my sister. I promise.
I've got something for a special patient I've been saving. Jetzt einfach nur in den Nebenraum und zurück. Und es ist vorbei. Behaltet das, was ihr jetzt in diesem Moment gespürt habt, als ihr das gesehen habt, mal in eurem Kopf. Das wird jetzt gleich nochmal wichtig. Und nein, die steht nicht mehr auf. Locked onto him, sir. Energize. God, I hate this thing. Oh, Leonard, great to see you. Been a long time, my friend. Too long. I hope all those years on Starbase 4 didn't ruin everything I taught you. Hey, maybe. Not quite everything. Well, you have to tell me all about it. Over drinks, of course. Und ja, das ist Bones, oder Pille, wie er bei uns genannt wurde. Dr. Leonard McCoy. Ich möchte nicht wissen, was das ist, was er da einschüttet. Aber die Ärzte hatten immer den besten Alkohol. Im Toss. Deswegen kam Pille auch noch mit dem So Alkohol. tell me, now that you're a full-fledged doctor, how does it feel? It has its days. Frankly, practicing medicine on Starbase 4 for the past 4 years, it's been quite without event. Really? Don't get me wrong. We get our share of minor emergencies, but they're few and far between. Please elaborate. Let me put it this way. If you can build ships like the Constitution class and equip it with the latest medical technology, some even more advanced than they have on Starbase, who'd want to serve there? You have a point. I joined up to save lives, make a difference, maybe even have a thrill or two. Life on Starbase? Stand still. You get your hands dirty. Sometimes. You're the lucky one. Lucky? Yes. You're out there on the frontier, going to new and exotic places, making first contact with alien species, serving on this magnificent ship. It's not all glamour, son. Yeah, right. It's better. Better? Let me tell you how much better it is. Last week, I had to watch 2 girls die in my sick bay. I couldn't save them. Do you call that better? Roger, I'm sorry, I didn't mean... Of course you didn't. I apologize. You couldn't know. You want to talk about it? Leonard, I was your instructor for many years at Starfleet Medical. And in all that time, we developed a close personal friendship. But there are some things I've never told you. If you don't want to talk about it,
No, I need to get this off my chest. 20 years ago, I had a daughter. A beautiful angel who lit up every bit of darkness that came into my life. Daughter? What happened to her? She contracted an unknown alien bacteria. Infected all of her major organs, shutting them down systematically. I couldn't save her. How did this happen? I was serving as medical officer on board the Excalibur. We were transporting an important dignitary back to Earth. It had been months since I had seen Shylea and her mother, and I insisted they come on board for a visit. Her mother was hesitant, but I insisted, and she gave in. Shortly thereafterwards, we received a distress call and had to warp out of system. During the rescue operation, we brought aboard some life forms. But what we didn't know was in their natural state of being, they were contagious to us all. Most of the crew were infected, and my daughter too. So it spread through the ventilation system. I watched the infection ravaged her body, and in the span of just 5 hours, she was gone. I have never felt a pain that deep as I did so many years ago. It has haunted me every day forward since. What of your wife? She blamed me for Shylea's death. Ended our marriage. Unable to cope, she took her own life 6 months later. I'm so sorry. All I have left of her is this. I hope a time never comes when you have to experience similar circumstances. But in our profession, I know that is bound to happen. I understand. People seem to think that just because we're doctors, that we accept death more easily. Well, I've seen a lot of death, and everyone has taken a piece of me with it. You know I'm here if you need me. I thought I had all this safely buried in the past, but I was wrong. The loss of those 2 girls, the fact that I could only watch them deteriorate, brought it all back. All that they could have been and will not be. Their lives could have meant so much more. It sounds like they left quite the impression on you. Yes, they did. I have a promise to keep. Let me tell you about them. The older one wanted to be a starship captain. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich gesagt habe, dass das hier für mich
das wohl beste Stück Fanfilm, Star Trek Fanfilm ist, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Hier kommt es nicht auf die Qualität der Bilder an. Hier kommt es auch nicht darauf an, ob da gute schauspielerische Leistung dabei ist, die durchweg dabei war. Sondern die Story ist hier so dicht gestaltet, dass man sie fast greifen kann. Sie ist nicht verschnörkelt. Sie ist nicht verschleiert. Sie ist direkt. Sie ist super direkt. Und das ist das Wichtige. Hier wurde auf ganz, ganz hohem Niveau eine Story erzählt, die so greifbar ist, so greifbar ist, so dicht ist, verarbeitet und die mit so einem beschissenen Gefühl zurücklässt. Das habe ich noch nicht erlebt. Das erlebt man bei Filmen hin und wieder mal. Aber selbst so tief hatte ich das noch nicht bei dem Film, weil ich mich von solchen Filmen fernhalte. Und das hier war so, hey, das ist richtig tief gegangen. Das ging selbst mir unter die Haut. Und das muss man sich einzig und allein mal vorstellen. Das Ding ist von 2016. Und der geht so unter die Haut. Der kriegt von mir eine 9,5. Und so ein bisschen was muss ich den Rest drumherum auch noch bewerten, deswegen nur eine 9,5. Aber das hier geschichtlich und einer guten Story zu toppen, wird richtig, richtig schwer. Und da sind wir dann an dem Punkt, warum ich die Fanfilme mag. Denn sie überraschen mich jedes Mal aufs Neue. Und ihr könnt mich jetzt auch überraschen. Wenn man einen Daumen nach oben gibt, ein Abo dalasst, damit wir die 100 voll kriegen. Und was noch wichtiger ist, eure Meinung zu dem hier, weil die würde ich liebend gerne wissen. Wie ist eure Meinung hierzu, zu diesem Fanfilm? Denn ich finde diesen hier wahnsinnig gut. Da stinkt so ziemlich alles gegen ab, was ich gesehen habe. Und ja, wie gesagt, die haben eine Originalkulisse nachgebaut und sind wahnsinnig gut dabei. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das hat nicht jeder Fanfilmer. Aber hier sind die 9,5 die Story und nicht der Rest. Deswegen, ich wünsche euch alles Gute. Möge die Macht mit euch sein und lebt lang und in Frieden. Bis dann.